TV-Professional reagiert auf sein erstes YouTube-Video. Mein Name ist Marek und ich wünsche euch viel Spaß dabei, wie ich mein eigenes erstes Video roaste. Ich werde es auseinandernehmen, ich werde euch die Fehler zeigen, ich werde es analysieren und ja, es wird kaum ein gutes Haar daran gelassen, denn ich war mit diesem Upload total unzufrieden. Ein paar Dinge haben zwar funktioniert, aber das meiste ist ziemlich in die Hose gegangen. Aber seht selbst. Achso, by the way, wenn ihr das Video einmal im Stück sehen wollt, da werde euch das Ganze hier verlinken. Also dann, fangen wir mal an. 1000 Abonnenten in 12 Monaten für diesen Kanal. Die ultimative Challenge. Deutscher TV-Regisseur und Autor im YouTube-Dschungel. Kann das gelingen? Keine Ahnung. Wenn ich scheitern soll, dann bin ich hier in 12 Monaten raus und dieser Kanal bleibt als Tagebuch meines Fails. Sollte ich das aber schaffen, dann wirst du das auch mit deinem Kanal schaffen. Zusammen mit mir. Bock auf das Experiment, Bock auf gemeinsamen Wachstum, dann abonniere den Kanal, klick auf das Glöckchen und vor allen Dingen hinterlass einen Like. Okay, machen wir hier eine Pause. Fangen wir an mit der Bildebene. Ich gehe noch mal ein Stück zurück, dann könnt ihr euch das genau anschauen. Ihr seht, das Gesicht ist relativ schattig. Ich habe nur hier auf der Seite so einen kleinen Sonnenstrich. Geht eigentlich gar nicht. Der Hintergrund ist viel zu hell, mein Gesicht ist nicht zu sehen. Liegt ein bisschen natürlich daran, dass der Wind genau jetzt von der anderen Richtung kam. Das heißt also, ich habe quasi gegen die Sonne gefilmt oder gegen die Sonne filmen lassen von meiner Kameraassistentin. Hätte ich eigentlich wissen müssen, dass das nicht funktioniert, aber andersrum filmen ging nicht, weil sonst hätte mir der Wind voll ins Mikro geblasen. Dann hätte man den Ton nicht verstanden. Mein Fehler, weil ich fand die Location einfach cool, ich fand es schön, nur wenn man es natürlich so umsetzt, dann funktioniert es gar nicht. Also auf der Bildebene schon mal 5 und setzen oder vielleicht sogar eine 6. Zweitens, Ton, Versprecher. In den ersten 30 Sekunden, das ist der Teaser, das ist das, was die Leute ja in Spannung versetzen soll. Und dann kommt da so ein Haster wie Kanal und da sind die Leute raus. Also ja, wenn euch irgendein Influencer sagt, die ersten 30 Minuten, ja, schön wäre es. Die ersten 30 Sekunden, das muss sitzen, das muss perfekt sein, weil da bleiben die Leute dran oder eben sie schalten weg. Stimmt absolut. Und da habe ich es völlig vergeigt. Also Bild, Ton, gut. Gehen wir mal weiter. Inhalt, ja, 1000 Follower oder Abonnenten in 12 Monaten, das heißt, ich habe die Bananen da sehr hoch gehängt oder irgendwelche andere Früchte. Aber das ist natürlich klar, ich möchte das auch und ich möchte nicht nur, dass ich das schaffe, ich möchte das gemeinsam mit euch schaffen, auch für eure Kanäle, wenn ihr daran denkt, vielleicht einen YouTube-Kanal aufzubauen. Deshalb mache ich das Experiment, aber das erkläre ich euch dann in der nächsten Szene. Und wie ich das mache, Leute, das ist wirklich Content einmalig. zu machen, brauchst du genau genommen 0, nix an Geld. Du brauchst kein teures Equipment, keine komplizierten Kameras, kein aufwendiges Licht. Du musst nicht Mediengestaltung studiert haben und dich jahrelang als Kameramann, Toningenieur oder Lichtgestalter etabliert haben. Geht es etwas schneller? Geht es etwas flüssiger? Geht es vor allem mit ein bisschen mehr Emotion? Offensichtlich nicht. Okay, jetzt habe ich das Gesicht tatsächlich in der Sonne. Man hat ein bisschen Licht, aber ihr merkt auch hier, die Sonne ist wirklich der Endgegner, wenn die voll knallt. Ihr habt wirklich einen so scharfe Kontraste, so harte Schatten. Das sieht einfach nicht gut aus. Und ja, ich sehe da aus, als würde ich nach Luft schnappen, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was ich sagen will. Doch, ich weiß, was ich sagen will, aber irgendwie, es kommt nicht so rüber, wie ich es möchte. Es ist relativ emotionslos. Ich kam in meinem Hinterkopf, was soll ich denn jetzt sagen? Ach, da war ja noch etwas über Videokamera und das macht überhaupt keinen Spaß. Also so sollte man auf jeden Fall nicht sprechen. Das ist auch etwas, was ich üben werden muss, was ich auch mit euch üben werde. Ich werde mir dazu viele, viele Tutorials, Tricks, Videos anschauen von Influencern, von Profis. Ich werde versuchen, möglichst kein Geld auszugeben. Wir wollen ja kein Geld ausgeben. Also sprechen lernen, freisprechen lernen, das ist schon mal wirklich nicht gut. Aber hey, das bin ich im Moment und ja, daran werden wir auch arbeiten. Vor allen Dingen musst du nicht diesen ganzen Influencern folgen, die dir von A bis Z erzählen, was du tun und was du lassen sollst beim Content kreieren. Denn denen folgen tausende anderer junger, neuer Creator und machen genau das.
Und wenn du das genauso machst wie alle anderen, dann wird dein Content verwechselbar. Zumindest mal auf der Bildebene und auf der kreativen Ebene. Wenn du Glück hast, unterscheidet dich vielleicht der Inhalt von den anderen. Aber wer verwechselbar ist, der läuft Gefahr, entweder übersehen zu werden oder noch viel schneller, ganz schnell vergessen zu werden. Okay, also das war schon mal unverwechselbar, aber nicht gut. Kann eine Masche sein, ich würde es euch aber nicht empfehlen, so zu machen. Was wichtig ist, ist tatsächlich der Tipp, den ich da gebe, nämlich folgt nicht den Tipps irgendwelcher Influencer, vor allen Dingen ungesehen und kopiert das, sondern versucht euren eigenen Stil zu entwickeln. Das ist eben tatsächlich auch so, dass man dann ein bisschen experimentiert, dass man eben auch mal sowas abliefert, wie ich jetzt abliefere als Medienpro. Ich bin aber kein Kameramann, ich bin auch kein Cutter, sondern ich bin letztendlich Autor und Regisseur. Das heißt, ich stehe zwar neben der Kamera, ich bediene sie aber nicht. Ich habe jemanden, der das für mich macht. In diesem Fall habe ich das auch, aber dieser Mensch ist genauso unerfahren mit der Kamera, wie ich das bin. Und wenn ich dann natürlich noch so fokussiert bin auf den Text und irgendwie das zusammenzukramen, dann vergesse ich meinen Job als Regisseur, nämlich meinem Kameraassistenten oder meiner Kameraassistentin zu erklären, was sie filmen soll, wie sie es filmen soll. Und dann bleibt es natürlich irgendwie so, dass sie als unerfahrene Kamerafrau dann natürlich mit dem Bild hier versucht auf mir zu bleiben, aber nichts Besonderes dann auf die Reihe kriegt. Kann ich ihr nicht vorwerfen, muss ich mir auf die Fahnen schreiben, ist mein Fehler. Ich finde, sie hat es dafür super gemacht. Auch hier bitte mal in die Kommentare irgendwas Aufmunterndes, dass sie auch weiter mit am Ball bleibt, weil es macht einfach so viel mehr Spaß, aber dazu machen wir gleich mehr. Der Tipp, der wichtig ist, den der alte Mann gibt, ist wirklich, macht euer eigenes Ding, lernt es von der Pike auf und gut ist. So. Entweder übersehen zu werden oder noch viel schneller, ganz schnell vergessen zu werden. Unique Selling Point. Ich hätte das kürzer machen können. Doch halt, nicht alle die Tipps dieser Super-Influencer sind wirklich Mist. Einige funktionieren tatsächlich, aber welche das sind und welche nicht, das werde ich für euch in Zukunft. Okay, habt ihr gemerkt, da habe ich geschnitten, weil ich mich da total verhaspelt habe. Ich habe den Take, glaube ich, zum 10. Mal irgendwie aufgenommen und habe festgestellt, ich kriege den nicht unfallfrei aufgesagt. Ich bekomme es einfach nicht auf die Kette. Ich bin halt einfach zu nervös, ich bin auf andere Dinge fokussiert. Also deshalb habe ich einen ganz klassischen TV-Schnitt gemacht. Das heißt, ich habe ein neutrales Bild genommen, bin also von meinem Gesicht weggegangen und habe dann im Prinzip eine Art POV von mir reingeschnitten, wie ich am Strand entlang gehe. Das ist ein beliebtes Mittel beim TV. Das macht man auch gerne bei Interviews, die aufgezeichnet werden, dass man beispielsweise eben nicht nur das Gesicht zeigt, sondern dass man auch die Hände zeigt. Also das heißt, vom Gesicht weggeht, nur die Hände zeigt, wie sie sich bewegen, sodass, wenn man einen Verhaspler hat oder wenn dann das Interview kürzen möchte, dass man dann quasi die Hände dazwischen schneidet und dann quasi das Interview kürzt und dann geht man wieder zurück aufs Gesicht und es sieht so aus, als wäre das in einem Stück passiert. Ist es nicht, ist quasi ein Schnitt, wie ich das gemacht habe. Das, was ihr da gerade seht, ist so ziemlich die schlechteste Art von Selfie-Cam. Kein Selfie-Stick dabei, die Kamera ist viel zu nah, die Nase ist zu groß, ich halte sie zu tief. Und ja, das Licht kommt auch mal wieder von hinten links von euch aus gesehen, also hier von der Seite. Gesicht ist überwiegend im Schatten, bis auf meine Stirn, die da faltig wegbrennt. Nicht wirklich ein attraktives Bild. Okay, liegt vielleicht auch ein bisschen am Inhalt, aber auch einfach am Stil. Zukunft auch ausprobieren. Und wenn etwas funktioniert, dann zeige ich euch natürlich, wie ihr das am besten auf euren Kanal anpassen könnt. Aber dann nehme ich natürlich schon einiges vorweg, denn hier geht es ja erst einmal darum, was braucht ihr wirklich, um Content zu kreieren? Alles, was du fürs Content creating. Okay, Ton. Ihr merkt auch, dass der Ton so ein bisschen grenzwertig ist. Plötzlich ist er verzerrt. Es ist immer das gleiche Mikrofon. Es ist eigentlich die automatische Einstellung. Eigentlich müsste es funktionieren. Aber es funktioniert eben nicht. Irgendwie ist da der Wind daneben, der dann doch wieder ein bisschen ins Mikrofon bläst. Oder ich rede zu laut, weil ich das Gefühl habe, ich muss gegen den Wind anreden. Ich habe da echt noch kein Mittel gefunden. Vor allen Dingen, weil ich ja auch kein Pegel sehe oder kein Peak sehe. Das heißt, ich weiß nicht, wann das Mikrofon in den Begrenzer geht, vielleicht über den Begrenzer hinausgeht und verzerrt und was nicht. Das heißt, da muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. Zweitens, und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, ich habe jetzt die Location gewechselt. Ich möchte ja darauf
hinaus, dass wir vielleicht wirklich die Videos, die wir machen, dass wir nicht mehr als 4 Stunden dafür brauchen. Das Problem in der Geschichte ist natürlich, das Video hier hat wesentlich länger gedauert. Ich habe den Text gemacht, ich habe den abgetimt, allein das hat schon 4 Stunden gedauert. Und ich war halt auch hier einfach mit meiner besseren Hälfte im Urlaub, sodass ich nicht die ganze Zeit drehen konnte oder sie mal 4 Stunden irgendwie allein lassen konnte. Ergo habe ich gesagt, komm, lass uns doch auf unseren Spaziergängen oder wenn wir unterwegs sind, immer so einzelne Szenen aufnehmen und die auch so aufnehmen, dass wir sie quasi nacheinander schneiden können. Und das ist eigentlich ein super cooler Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr nicht 4 Stunden am Stück habt, die ihr da aufnehmen könnt und ihr ähnlich szenisch arbeiten könnt, also an verschiedenen Locations, dann macht das doch, wenn ihr vielleicht zur Arbeit fahrt oder wenn ihr in der Mittagspause seid oder eben mal im Office oder eben mal zwischendrin, macht euch wirklich szenisches Board. Das habe ich gemacht. Gut, das kostet ein bisschen Zeit. Ihr müsst es jetzt nicht so ausführlich machen wie ich. Und dreht es in einzelnen Szenen. Etwas, das wir beim Fernsehen auch machen. Nicht jede Reportage, selbst bei Reportagen, wenn die länger ist als vielleicht eine Viertelstunde, dann ist das an verschiedenen Tagen gedreht. Und dann werden die Szenen nicht immer unbedingt chronologisch, meistens chronologisch, aber nicht immer unbedingt chronologisch zusammengefügt. Also denkt darüber nach. Aber jetzt hören wir mal, was der alte Mann zu sagen hat in dieser Szene. Den brauchst, ist eigentlich nur ein Smartphone. Hand hoch, wenn du eins hast. Habe ich es mir doch gedacht. Und schon Furchtbares Timing, furchtbare Sprache. Hand hoch, wenn du es brauchst. Geht eigentlich gar nicht, aber ja, ich stehe halt jetzt da. Ich hätte mir auch von meiner Kameraassistentin gewünscht, auch hier wieder fehlende Kommunikation. Also ich habe als Regisseur auch komplett versagt. Mehr Reportagekamera, also eine Kamera, die sich bewegt. Also ne, wenn ihr euch das vorstellt, man geht mal näher ran, man geht mal ein bisschen weiter weg, das Bild ist mal ein bisschen gerader, mal ein bisschen schiefer, alles so ein bisschen im Flow, damit das Bild spannender wird. Weil wenn sich der Kameraassistent natürlich bemüht, die Kamera so ruhig zu halten, als würde sie auf einem Stativ stehen, könnte ich mir natürlich auch ein Stativ mitnehmen und gut ist. Also hier war es eigentlich meine Idee, dass wir sagen, komm, wir machen ein bisschen Blair Witch Project Style, machen wir ein bisschen Wackelkamera, ein bisschen bewegt, machen wir Action. Wenn schon der Typ, der da auf dem Bild zu sehen ist, nicht so wirklich der Action-Heini ist. Ja, okay. Mein Fehler muss ich mir an die Nase hängen oder irgendwo anders hin. Das ist mein Job als Regisseur. Das muss ich mit dem Kameramann oder mit der Kamerafrau in diesem Falle vorher absprechen. Aber das, was ich jetzt als nächstes sage, finde ich eigentlich sehr fair und sehr gut, weil ich möchte ja auch meine Kamerafrau bei der Stange halten, weil es einfach viel, viel mehr Spaß macht. können wir anfangen, kreativ zu sein. Übrigens, heute habe ich mir eine Assistentin besorgt, die das allererste Mal auch mit meinem Smartphone für mich filmt. Also Daumen hoch für sie und hinterlasst einen netten Kommentar, damit sie weiterhin motiviert ist und mich vielleicht auch bei mir unterstützt bei diesem Kanal. Und ja, wenn ihr so einen lieben Menschen habt, der euch unterstützen kann, fragt ihn, denn es macht viel mehr Spaß zu zweit als alleine. Also dieser Tipp ist in der Tat, ich habe es gerade ja schon gesagt, Gold wert. Wenn ihr einen guten Freund habt oder wenn eure bessere Hälfte da Bock drauf hat, euch zu unterstützen, auch wenn sie vielleicht keine Ahnung hat, wie jetzt meine bessere Hälfte, völlig wurscht. Lernt gemeinsam, werdet ein Team. Es hat auch was mit Kreativität zu tun. Wenn ich Themen recherchiere, dann machen wir vorher dann auch eine Redaktionskonferenz. Wir sprechen Themen ab. Wir, auch am Set zum Beispiel, wir teilen Ideen. Meine Kameramänner oder Frauen sagen, hör mal, wie wäre es denn, wenn ich mal das filme oder wenn ich es so machen würde? Passt das in dein Konzept? Also wir sprechen das alles vorher ab. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wieder Input gibt und auch kreativer macht und auch mehr Spaß macht. Das ist auch etwas, was ich meiner Kamerafrau noch sagen muss. Und das solltet ihr auch gemeinsam lernen. Und sagt es mir in den Kommentaren. Findet ihr es cool, wenn sie weiter mitmacht und vielleicht auch hier ein bisschen kreativ wird? Oder soll ich ganz alleine weitermachen, wie ich das jetzt mache, zum Beispiel in diesem Reaction-Video? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde dann sehen, wie ich dann auch diesen Kanal weiter aufziehe. Okay. Also bis jetzt haben wir noch keinen Cent ausgegeben. Ich werde das mal überspringen, sonst wird es hier zu lang. Es ist letztendlich so ziemlich das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Hier seht ihr die Maus. Ihr habt hier auf der Seite habt ihr jetzt die Sonne. Es ist vom Licht ein bisschen besser als das Selfie-Bild, was ihr vom Strand habt. Aber ansonsten eigentlich das gleiche Prinzip.
es ist ein bisschen zu tief aufgenommen, es ist ein bisschen zu nah, Licht ist etwas besser, Struktur ist im Himmel zu erkennen. Ja, der Übergang, der ist eigentlich jetzt relativ wichtig. Machen wir das mal. Und dann geht es ganz einfach, glaubt es mir, und schon könnt ihr loslegen. Ach ja, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die kommen jetzt. Dann brauchen So, also ihr seht, ich habe es tatsächlich so ein bisschen fernsehmäßig versucht. Ich gehe quasi hier mit einem neutralen Bild in die Szene rein. Wir schwenken von oben nach unten. Ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Ich habe jetzt einen Trick angewandt. Ich lasse quasi noch den Ton von dem alten Clip schon unter dem Bild des neuen Clips, weil ich nicht zu sehen bin, weiterlaufen. Dadurch kann ich diese Länge des Schwenks ein bisschen kompensieren und ich kann vor allen Dingen auch ja, ein bisschen Tempo machen, weil sonst müsstet ihr warten, bis die Kamera ganz unten ist, dann fange ich erst an zu reden. Ich hätte mir halt da auch einen etwas schnelleren Schwenk, also so eine Art Reißschwenk gewünscht, aber okay, das muss man halt kommunizieren. Ich habe es nicht kommuniziert und es ist jetzt, wie es ist. Hier sieht man, das Licht im Gesicht wir ist noch da, eine Prise aber Fantasie, gleich drehe ich mich ganz weg viel und Kreativität und den unbändigen Mut zum Experimentieren. Und das werde ich mit so, also ihr seht, ich habe hier wieder auf der Seite, das heißt hier bei meinem Ohr auf dieser, also auf der Seite hier habe ich tatsächlich das Licht, aber kommt nicht ganz mit ins Gesicht rein. Der Hintergrund ist etwas heller. Also auch hier, es ist nicht wirklich ein optimales Bild, ein optimales Framing. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf den Text eingehen. Sobald ich mich bewege, habe ich das Gefühl, klingt es ein bisschen natürlicher. mit euch machen, das werde ich für euch machen und dann können wir anfangen. Bei Null. Okay, also schaut euch das Video an, wenn euch der Inhalt so ein bisschen interessiert, was ich in diesem Kanal vorhabe. Es ist eben tatsächlich das Experimentieren. Ich werde eben auch auf meine Experimente reagieren. Ich werde sagen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das werde ich in solchen Reaction-Videos machen, wenn es euch gefällt. Ich merke gerade, ich habe Spaß daran, auch wenn das, was ich jetzt hier gerade sehe, mir weniger Spaß macht, weil es hat echt viel Arbeit gemacht und eben nicht viel gebracht. Gut, gehen wir mal einfach weiter. Da werdet ihr sehen, so, hier hat es mit meiner Planung von den Übergängen nicht ganz geklappt. Hier musste ich dann einen Effekt draufsetzen im Schnitt, weil meine Kamerafrau nämlich den Schwenk in die falsche Richtung wegmacht und dann von der... Schaut's einfach. Mit euch gemeinsam haben, wenn wir aus nichts einen tollen Kanal erstellen. Ne? Arm geht nach Storytelling, da, also nach Text da und und Inhalt habe ich auch schwenkt schon in die andere tausendmal Richtung. gemacht. So, und ich habe jetzt, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Also, ich möchte, dass sie in diese Richtung hier schwenkt. Sie schwenkt in diese Richtung. Auch wieder fehlende Kommunikation und kommt dann eben in der Situation, wo ich sitze, von der falschen Richtung mit dem Schwenk rein. Was ich gemacht habe, ich habe eine Blende gemacht mit einem Blur und dann funktioniert das. Also mit Storytelling, Text und Inhalt habe ich auch schon tausendmal gemacht, machen wir auch zusammen. Erst einmal nur die Basics, dass wir richtig schnell loslegen können. Okay, ich werde mit euch die Basics machen, das ist ganz klar. Ich werde schon so ein bisschen mit dem Text arbeiten. Wie gesagt, schaut es euch an. Ihr seht, wie kritisch hier das Licht ist bei diesem Video. Also das heißt, die Sonne knallt volle Kanne in mein Gesicht. Ich habe hier ganz scharfe Kanten. Der Schatten hier vorne an der Mauer auf der rechten Seite, der ist wie mit einem Lineal gezogen, also ganz scharf. Auch der Schatten von mir im Hintergrund da, seht ihr, ist ganz scharf. Da ist keine Weichzeichnung und so weiter und so fort. Und dementsprechend wirkt natürlich dann auch das Gesicht extrem scharf. Also wenn ihr mit dem Smartphone, aber auch übrigens mit jeder anderen Kamera in so einer Lichtsituation filmt, versucht nicht in der direkten Sonne zu filmen. Weil das ist wirklich, das sieht nicht gut aus. Es gibt wirklich, es macht alt. Ich meine, gut, ich bin alt, aber es macht noch älter und ja, achtet wirklich darauf, was kann überhaupt eure Kamera oder wo stößt sie an die Grenzen, wo geht es über die Grenzen hinweg. Das ist das Handwerkszeug von natürlich dem Kameraführenden. Ich will jetzt nicht sagen Kameramann, weil da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Das einfach auszuprobieren und zu lernen, das funktioniert in so einem Licht nicht, das funktioniert in so einem Licht. Das gleiche mit dem Ton. Wenn ihr, wie ich jetzt, oder wenn ihr keine Funkstrecken habt, wie ich jetzt beispielsweise, dann könnt ihr solche Aufnahmen gar nicht machen, weil der Ton würde bei deinem Smartphone gar nicht ankommen. Also kurzum, auch das müsst ihr alles ausprobieren. Ton. Dazu
gilt es auch zu experimentieren. Ich habe es jetzt hier gemacht und ihr seht, es ist sehr, sehr grenzwertig. Aber gut, gehen wir mal weiter. Auch so ein Bild, was halt nicht Nämlich wirklich noch funktioniert. Storytelling auf der Bildebene. Und jetzt wird es lustig auf YouTube. Nee. Beim Fernsehen gehört das zum Beispiel in ein Skript mit rein. Die Redakteure und Verantwortliche wollen natürlich wissen, wie wir etwas umsetzen, auch natürlich auf der Bildebene. Also ja, ich mach's kurz. Das, was ich da sage, stimmt absolut. Ihr solltet euch Gedanken machen, wie ihr was auf der Bildebene auch umsetzt, bevor ihr loslegt. Ich habe es mir gemacht. Ich habe mir die falschen Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, komm, ich zeige euch mal ein paar schöne Locations, die ich persönlich einfach sehr liebe. Die aber zum Filmen tatsächlich ziemlich herausfordernd sind. Und wenn du da nicht wirklich mit einer professionellen Kamera, mit einem Verlaufsfilter und hast du nicht gesehen arbeitest oder mit einem Reflektor, der mir dann auf die andere Gesichtshälfte, die jetzt für euch im Dunkeln ist, dann sieht es halt dann so aus und so sieht es einfach nicht gut aus, weil das Gesicht sollte schon einfach da sein und nicht irgendwo nur so halb und dann komplett im Schatten verschwinden. Klar, könnte man machen als Kunstkniff, aber in dem Fall sieht man einfach, das ist kein Kunstkniff, sondern das ist gewollt und nicht gekonnt. Oder ja, also bitte lasst das. Ich springe einfach mal weiter, weil wir müssen uns jetzt nicht das gesamte Video hier anschauen. Ich verrücke gerade was. Das sieht lustig aus. Okay, also dann gehen wir mal. So. Und hier haben wir jetzt wieder diesen Übergang, der mir zu lange dauert. Zweiter. Zack. Ihr seht, YouTube, okay. nicht nur für Beginner, ist so etwas wie Film und Fernsehen in Steno. Keep it simple, mache es kurz, reduziere es auf das Wesentliche. Versteht mich nicht falsch, das ist schwerer als man denkt. Also, wir sind eine One-Man-Show. Also hier seht ihr schon, dass der Lichtverlauf, also zwischen der hellen und der dunklen Seite im Gesicht, der ist etwas, wie soll man sagen, er ist etwas charmanter. Also das ist nicht mehr so ein harter Schatten, da ist auch ein bisschen mehr Diesigkeit in der Luft. Das heißt, ja, die Sonne ist zwar noch da, also man sieht auch, von wo die Sonne kommt, aber sie knallt nicht mehr voll. Wir haben eine leichte Nebelschicht oder Wolkenschicht davor. Und so könnte man etwas besser filmen. Ja, also auch hier wieder, ihr seht, ich drehe mich so ein bisschen weg, um den Wind zu vermeiden, der ins Mikro Wenn wir geht. das so aufwendig machen würden wie beim Fernsehen oder beim Film, dann wären wir mit diesem Video hier alleine schon 3, 4, 5 Wochen beschäftigt. Okay, ich übertreibe da wirklich und nicht nur ein bisschen, sondern massiv, aber im Fernsehen geht man aus so ungefähr mit, also wenn man dreht und schneidet an einem Tag bei einer Reportage, um die 5 Minuten kriegt man zusammen. Das Video ist jetzt etwas über 6 Minuten. Es ist geskriptet. Ich ziehe das mal ab, weil ich den Text zwar mir vorher durchgelesen habe, aber dann doch nicht merken konnte. Ich hätte es ja gar nicht skripten müssen und nicht timen müssen, weil letztendlich ich da ziemlich frei rede, was man eben hört, weil das freie Gerede auch ziemlich wirr und konfus ist. Der Dreh hat was länger gedauert, weil ich mich eben sehr oft versprochen habe, weil ich immer wieder auch mir den Text anschauen musste, weil wir auch viel zu lange Textsequenzen am Stück gemacht haben. Ich bin kein Moderator, ich muss das alles, wie gesagt, lernen und das gilt auch für euch. Also das machen wir zusammen, ich will das mit euch zusammen machen. Das ist jetzt eine etwas bessere, aus meiner Sicht eine etwas bessere Szene, auch eine etwas bessere Szene von der Moderation. Auch was ich da sage, ist eigentlich ziemlich richtig, so inhaltlich. Hören wir mal rein. Okay, ich übertreibe ein bisschen. Aber das, was ich an Erfahrung und an Wissen habe, das kann ich runterbrechen, sodass wir alle ein Handwerkszeug haben, dass wir wirklich schnell, einfach spannenden Content für unsere Abonnenten erzeugen können. Okay, da reiße ich die Klappe relativ weit auf. Also das Handwerkszeug habe ich, aber ob ich in der Lage bin, das auch wirklich so weit runterzubrechen, ich denke schon, deshalb sage ich das auch. Gewisse Dinge werde ich anwenden, werde ich vielleicht so machen wie im Fernsehen, wenn sie mir einfach erscheinen. Andere Dinge werde ich vielleicht so machen, wie sie auf YouTube gängig sind. Ich habe es eben gesagt, ich bin zum Beispiel kein Freund von diesen Cuts, also von diesen Jump Cuts, wo also das Gesicht dann so zuckt, weil irgendwie nur einfach etwas rausgeschnitten wurde. Aber vielleicht kann man das als Stilmittel einsetzen. Da werde ich einfach auch mal
vielleicht ein Video, ganz kurzen Clip machen und dann mit beiden Techniken arbeiten und dann sagt ihr mir, was ihr besser findet, was vielleicht natürlicher ist. Sehgewohnheiten verändern sich natürlich auch. Das heißt, ich sehe auch im Fernsehen jetzt immer häufiger, dass da Leute Jump Cuts anwenden. Früher hätten wir dafür eins über die Finger bekommen, also noch mit dem Rohrstock, so alt bin ich, aber okay, gut. Schauen wir mal weiter, was der alte Mann jetzt hier erzählt. Ja. Und das werdet ihr in meinem Kanal erfahren. Ja. So. Wie man aus langweilig spannend. Das war schon eher ein Reißschwenk, also sobald das Ganze hier rüber geht in diese stillen Welt und so hätte ich mir das eigentlich viel öfter vorgestellt. Da habe ich dann endlich mal mit meiner Kameraassistentin oder Kamerafrau kommuniziert. Ihr seht aber auch hier wieder knallige Sonne, Gesicht ist total konturiert, knackenscharf sind die Schatten, das sieht alt aus, das sieht auch ziemlich Walk of the Living Death auf oder wie das heißt, also nicht schön, da muss man echt sagen, hat mir nicht wirklich was gebracht, aber hören wir mal noch auf den Text, das ist jetzt die Abschlussszene, auch da werdet ihr einiges merken. Spannend macht, wie man aus kompliziert einfach macht und vor allen Dingen, wie man mit einfachen Mitteln tolle Bilder erzeugt. Darum soll es in diesem Kanal gehen. Ich möchte... Okay, also ihr habt gesehen jetzt, da ist auch wirklich etwas Bewegung in der Kamera. Ich bewege mich auf die Kamera zu. Die Kamera ist nicht ganz so tot. So hätte ich mir das gerne eigentlich im Video vorgestellt. Also, dass wir uns mal gemeinsam bewegen, dass die Kamerafrau mit mir nach hinten geht und nach vorne kommt. Das sind die Dinge, da hätte ich einfach, das war meine Idee auf der Bildebene, habe ich so nicht kommuniziert. Kann ich also jetzt definitiv nicht der Kamerafrau vorwerfen. Teilweise ist es auch so, wenn du da auf so einem holprigen Weg gehst und du keinen hast, der dich führt, weil du guckst ja auf das Bild, dann ist es auch nicht ganz ungefährlich. Also in der Regel, wenn du das im Fernsehen machst, hast du dann jemanden, der auch den Kameramann führt und guckt, dass er nicht über irgendetwas stolpert. Und vor allen Dingen dann, wenn er rückwärts läuft. Das heißt, jetzt müsste dann meine Kamerafrau rückwärts laufen. Und da hat sie natürlich keine Augen, weil sie ist ja auch nach vorne fokussiert. Auch daran bitte denken, Sicherheit muss zum Reflex werden. Das gilt auch für YouTube oder für Film und Fernsehen. Ich möchte gemeinsam mit euch auf diese 1000 Abonnenten kommen. Für eure Kanäle, für meinen Kanal einfach nachhaltigen Erfolg. Mir ist ganz bewusst, dass wir nicht mit diesen Millionen YouTuber aus Amerika mithalten können. Nein, das können wir definitiv nicht. Das will ich auch gar nicht. Ich möchte unseren eigenen Style machen. Ich möchte gucken, dass wir natürlich hier in Deutschland so erfolgreich oder im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland, so erfolgreich wie möglich sein können. Ich werde versuchen natürlich auch über Untertitel, die ich erstelle, ich werde euch auch zeigen, wie das geht oder wie es auch nicht geht. Ich habe es bei dem Video versucht. Es ist sehr piesig. Vielleicht auch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Das heißt, ich werde bei der Challenge 1000 Abonnenten vielleicht ein bisschen cheaten, aber letztendlich ja. Wir können mit den großen amerikanischen YouTubern oder englischsprachigen YouTubern nicht wirklich mithalten, es sei denn, wir können fließend Englisch oder sind bereit, tatsächlich unseren Content auf Englisch zu machen, was echt nochmal eine zusätzliche Herausforderung, also für mich zumindest eine zusätzliche Herausforderung ist. Also insofern bleibt bei euren Leisten, erwartet erstmal nicht zu viel, dann wird das schon und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Dazu sind wir zu klein. Wir sind eine deutsche Community. Deutschsprachig. Aber wir können einen spannenden, interessanten und alternativen Content bieten, den die Leute lieben. Und ja, all dafür werde ich in meine Trickkiste greifen. Und so weiter und so weiter und so fort. Ja, das habt ihr ja dann irgendwann schon gesehen, wenn ihr das Video kennt. Wenn ihr das Video nicht kennt, schaut es euch bitte an. Ich verlinke es noch einmal hier oben. Und ja, wie gesagt, ihr merkt schon, ich kann es kurz zusammenfassen. Ich muss auf jeden Fall mehr auf das Bild achten. Gerade wenn wir draußen drehen, wie ist das mit dem Licht? Wo steht die Sonne? Knallt die Sonne volle Kanne? Ist mein Gesicht im Licht? Wenn ich mit meiner Partnerin Lebensabschnittsbegleitung oder Kamerabegleitung arbeite, ich muss darauf achten und sie muss darauf achten, dass sie mehr in Bewegung bleibt, dass das Bild dynamischer ist. Ich muss kürzere Abschnitte machen, weil einfach im Prinzip ansonsten das zu langweilig wird. Ich muss darauf achten, schnellere Sequenzen zu machen, nicht wie im Fernsehen früher, dass man wirklich mal so 20, 30 Sekunden durchlaufen lässt. Heute sind 4, 5 Sekunden schon für viele einfach sehr langatmig.
Textmäßig ganz klar, ich muss kürzer werden, kürzer, klarer, knapper und präziser. Ich muss den Text tatsächlich anders vorbereiten. Ich muss auch tatsächlich anders sprechen. Ich muss gucken, dass mein Zwerchfell etwas freier wird, dass ich nicht so komprimiert, so gedrückt und gepresst spreche, weil ich nervös bin. All das gehört auch mit dazu. Ich muss lockerer werden, ich muss natürlicher werden. Ich hoffe, dass mir das beim zweiten Video, es ist ja nicht das zweite Video, was ich hochlade, aber das zweite Video meines Neustarts, dass mir das gelingt, dass ich jetzt etwas lockerer werde. Sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir auch in die Kommentare, ist das Format cool, was ich da mache, dass ich auch meine eigenen Fehler euch jetzt mal anhand des Bildes zeige. Wenn ich ein Making-of machen kann, was da jetzt ein bisschen schwierig war, dann werde ich natürlich euch auch zeigen, wie ich was einrichte, warum was nicht funktioniert und so weiter und so fort. In diesem Sinne, ich denke, das war jetzt lang genug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und bleibt kreativ, gehabt euch wohl. Denkt dran, Abo dalassen, Kanal abonnieren mit dem Glöckchen natürlich, weil das den YouTube-Algorithmus pläsiert oder Spaß macht und natürlich ein Like, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, bleibt kreativ und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.